Gothic wird den meisten Deutschen ein Begriff sein. Das Spiel gehört zumindest unter den etwas älteren PC-Spielern fast schon zum Pflichtprogramm, wenn wir über Rollenspiele reden, die man mal erlebt haben sollte. Klar hat das erste Gothic so seine Problemchen, es ist aber trotzdem beeindruckend, was das damals noch Bochumer Studio Piranha Bytes uns auf den Bildschirm gezaubert hat. Ein vollumfängliches, düsteres Open-World-Rollenspiel mit einer glaubhaften Welt, guten RPG-Systemen sowie tollen Quests und Dialogen. Mittlerweile ist sogar das lang erwartete Remake von Gothic erschienen und passend dazu habe ich mir gedacht, mache ich doch ein kleines Video zur Entstehungsgeschichte des ersten Teils, in dem wir ein wenig darüber reden, wie die Entwicklung des Projekts angefangen hat, welche Schwierigkeiten sich zeigten und was sich alles verändern musste, damit es zu dem Gothic wurde, wie wir es heute kennen. Und da würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr groß drum herum und fangen mal an mit diesem Video. Viel Spaß! Bevor wir aber zur eigentlichen Entwicklung von Gothic kommen, müssen wir ein kleines Stück vorher ansetzen, noch bevor Piranha Bytes überhaupt gegründet wurde. Die Geschichte fängt nämlich in der Stadt Oldenburg an, oder genauer gesagt der dortigen Universität. Die Oldenburger Informatikstudenten Ulf Wohlers, Dieter Hildebrand und Bert Speckels, die sich während ihrer dortigen Zeit zusammengeschlossen haben, entwickelten die sogenannte Space and Time Engine, die speziell für Spiele im Stile eines First-Person-RPGs wie Ultima Underworld gemacht wurde. Die Engine sollte ein Fundament für ein eigenes Spiel bieten, das den passenden und wunderbar deutschen Namen Finster tragen sollte. Ein First-Person-Rollenspiel, das durch die Oberwelt auch an sowas wie Elder Scrolls Arena erinnerte. Dieses Projekt pitchten sie 1996 diversen Publishern unter dem Studionamen Mad Scientists. Letztendlich nahm Greenwood Entertainment das Projekt auf, die wiederum zur Funsoft-Gruppe gehörten, ein Zusammenschluss verschiedener Entwickler und Publisher. Funsoft selbst wollte zu dieser Zeit ihr Geschäft erweitern, daher kam ihnen das Projekt gerade recht. Vor allem 4 Greenwood-Mitarbeiter waren besonders an dem Projekt interessiert, da die Firma vorher eher für so super spannende Wirtschaftssimulationen wie der Planer oder das Amt bekannt waren. Deutscher geht's wirklich nicht. Jedenfalls waren diese 4 Mitarbeiter Tom Putzki, Alexander Brüggemann, Stefan Johl sowie Michael Maikoge, die sehr daran interessiert waren, selbst ein großes Rollenspiel zu entwickeln und sich dementsprechend an der Entwicklung von Finster beteiligen wollten. Finster als Projekt wurde jedoch bereits kurze Zeit später in die Tonne gekloppt, woraufhin ein neues unter dem Namen Orpheus gestartet wurde. Eine Idee, die bei Mike quasi schon länger unterm Tisch lag und ein Third- statt First-Person-Rollenspiel werden sollte. Die 3D-Technologie in den 90ern entwickelte sich sehr schnell weiter, weswegen Finster und die dazugehörige Space and Time Engine, so futuristisch sie auch klang, nicht nur schlicht veraltet war, sondern auch nicht geeignet gewesen ist, um größere Third-Person-Rollenspiele zu produzieren. Daher überzeugten die 4 Bochumer Mad Scientists, Finster zur Seite zu legen und vor allem während der ersten Entwicklungshälfte technische Unterstützung beim neuen Projekt zu geben. Parallel dazu geriet allerdings Funsoft in eine finanzielle Notlage, weswegen sich Greenwood Entertainment mit der Zeit auflösen musste. Das bedeutete allerdings nicht das Ende des Projekts, denn die Ex-Greenwood-Leute als Kernteam gründeten 1997 eine neue eigene Firma in Bochum unter dem Namen Piranha Bytes. Mad Scientist wiederum blieb als eigenständiges Studio erhalten, die vertraglich als GbR mit Piranha Bytes zusammenarbeiteten. Die Rollen wurden in dem Sinne etwas anders verteilt, während Mad Scientist eher für ein neues Technikgerüst namens Zengen verantwortlich war, kümmerte sich Piranha Bytes um das Spiel selbst, das nach der Greenwood-Geschichte unter dem Namen Phoenix bekannt war, wo sich interessanterweise schon viele Parallelen zum finalen Spiel zeigten. So war bereits sowas wie das alte Lager als eine der wortwörtlichen Mittelpunkte des Spiels konzeptioniert. Eine Hauptinspiration für den Titel sollte der Film Die Klapperschlange mit Kurt Russell sein, was übrigens ebenfalls eine starke Inspiration für das erste Metal Gear war. Der durch Russell dargestellte Snake Plissken war ein Einzelgänger, der in einem abgeschotteten Manhattan unterwegs war. Diese Idee war dann die Basis für die Strafkolonie, welcher der Schauplatz für das Projekt werden sollte. Die Entwickler wollten einen Ort haben, in dem eine natürliche Barriere für die Spielwelt existierte. Oder eher eine magische Barriere, eine Idee, auf die Mike in der Konzeptphase des Spiels kam, als er darüber nachdachte, wie er die Geschehnisse in der Spielwelt logisch erklären kann. Die Welt selbst sollte im Gegensatz zu anderen Genrevertretern der Zeit ein dreckiges und düsteres Mittelalter-Fantasy-Setting haben, in der es kein klares Gut oder Böse gibt. Weswegen Bert Speckels dem Spiel passend dazu mit Einverständnis der anderen seinen finalen Namen gab: Gothic. Man startete bereits mit ersten Entwicklungen, um die grundlegenden Systeme zu testen, wobei das noch im Untergrund stattfand, schließlich wollte man ja schon irgendwas vorzeigen können. Zu der Zeit wurde das Spiel in der Presse noch als Lara Croft meets Avatar bezeichnet, obwohl bereits dort, wie man an den Skizzen gesehen hat, eine vollständige Oberwelt geplant war. Zum Thema Untergrund kommen wir aber gleich nochmal. Ein Release war für Anfang 1999 vorgesehen, was aber natürlich nichts wurde, denn die Entwicklung kam ja noch gar nicht so richtig in Gang.
Etwas geprotzt hat man aber trotzdem schon mal, wie mit der Ankündigung, dass es zum Beispiel 13 Gilden geben wird und solche Geschichten, damit potenziell Publisher angezogen werden. Um das Ganze überhaupt in die Wege zu bringen, mussten sie sich erstmal mit externen Geldern behelfen, etwa mit anderen Jobs, Geldleihen, Gehaltsverzicht und so weiter, während parallel nach einem Publisher gesucht wurde. Allerdings baute sich schon eine festere Firmenstruktur auf. Stefan Juhl war zu Beginn als Geschäftsführer tätig und kümmerte sich als Organisator um die Zusammenarbeit mit externen Programmierern. Mike Hoge war für das Game- und Art-Design sowie Texturarbeit zuständig, Tom Putzki war für die Erstellung von 3D-Models der Spielwelt verantwortlich und Alexander Brüggemann kümmerte sich hauptverantwortlich um die Character-Designs und deren Animierung. Zwischenzeitlich wuchs das Team durch freie und feste Mitarbeiter an. Einer davon war zum Beispiel Kai Rosenkranz, welcher den wirklich tollen Soundtrack komponierte, aber dazu wurden noch weitere externe Mitarbeiter engagiert, um bei sowas wie Motion Capturing zu helfen. Inzwischen übernahm Egmont Interactive als Teil des EHPA Verlags den Publishing-Part des Titels, die prompt eine Dreamcast- und PS2-Version ankündigten, die nie wirklich in Arbeit war. Piranha Bytes selbst gliederte sich als Tochtergesellschaft in Phenomedia ein, was die Finanzierung des Titels sicherte. Nebenbei gesagt, kennt ihr Phenomedia übrigens als die Verantwortlichen von Moorhuhn, was ja auch ein Spiel ist, das jeder in Deutschland Lebende kennen sollte. Jedenfalls konnte das Projekt jetzt mit wesentlich weniger Geldsorgen entwickelt werden, doch hier kommen wir zum Teil des Videos, wo sich die Probleme und die damit einhergehenden Veränderungen des Spiels zeigen werden. Denn die Entwicklung von Gothic verlief nicht unbedingt reibungslos, auch wenn die Vision selbst relativ klar war. Das Spiel war sehr ambitioniert, etwas zu ambitioniert für das kleine Entwicklerteam, um einen ursprünglich geplanten Release 1999 möglich zu machen. Schließlich musste ja nicht nur das Spiel selbst, sondern auch die ganze Technik dahinter parallel entwickelt werden. Und obwohl das Grundkonzept der Welt und geplanter Features stand, sah das bei der genauen Umsetzung davon etwas anders aus. Zunächst sollte das Spiel trotz des Settings viel im Untergrund spielen, woran man noch am ehesten die Ultima Underworld-Inspiration merkt. Planmäßig sollte die Welt dadurch vertikaler strukturiert wirken, es sollte mehr und vor allem größere Dungeons geben, die von der Oberwelt aus ansteuerbar und stärker mit der Handlung verknüpft werden sollten. Frühe Konzepte sprechen noch von einer Stadt im Untergrund, die es scheinbar nicht ins Spiel geschafft hat. Dadurch hätte die Spielwelt deutlich komplexer und stärker verbunden gewirkt. Im Laufe der Entwicklung zeigte sich jedoch, dass dies technisch nur schwer umzusetzen war. Die damals noch junge Senjin Engine musste erst für eine stabile 3D-Welt mit NPCs, Wegfindung und der Darstellung großer Areale entwickelt werden. Gerade die KI der NPCs und die Navigation in komplexen dreidimensionalen Räumen mit Hindernissen stellte ein großes Problem dar. Ein weit verzweigtes Höhlensystem hätte die Systeme schnell überfordert, da sowohl die Orientierung der Figuren als auch die Performance stark gelitten hätten. Aus diesen Gründen wurde das ursprüngliche Konzept schrittweise reduziert. Im fertigen Spiel blieben die Untergrundlevel zwar erhalten, waren aber stark vereinfacht. Statt große Höhlennetze gibt es nun einzelne, klar abgegrenzte Höhlen, Minenschächte und Dungeons, die meist isoliert voneinander funktionieren oder nur einfache Verbindungen zur Oberwelt besitzen. Ähnliche Vereinfachung gab es auch in der gesamten Weltstruktur, die sozusagen auch ohne den Spieler leben sollte. Ursprünglich war das Minental noch etwas freier und weniger stark gegliedert, allerdings jetzt nicht so Sandbox-artig wie bei Elder Scrolls, es sollte schon immer eine klare Story-Struktur haben, aber man wollte bei der Rollenwahl, Fraktionswegen und dem eigenen Spielstil mehr Freiheiten lassen. Zwar gab es von Anfang an die 3 Lager, nämlich altes und neues Lager sowie die Sektenspinner, die zu diesem Zeitpunkt auch als Psioniker bekannt waren. Jedoch war das alles nicht ganz so strikt eingeteilt und man sollte als Spieler etwas freier in der Charaktergestaltung sein, im Gegensatz zum finalen Spiel, wo Teile der Charakterentwicklung am gewählten Lager gebunden sind. So waren zwischenzeitlich 4 verschiedene Klassen geplant, die man als Spieler wählen konnte, nämlich Dieb, Kämpfer, Magier und Psioniker. Am Ende hat man sich dann doch für einen namenlosen Helden entschieden, der sich in verschiedene Richtungen entwickeln konnte. Im finalen Spiel gibt es in den Lagern die klare Unterteilung zwischen Kriegern und Magiern, aber eigentlich waren noch mehr Rollen geplant gewesen, die man innerhalb der Gilde dann ausführen konnte. So sollte es passend zur Diebesklasse ein komplexes Kriminalitätssystem geben, das im finalen Spiel eher so aussieht: wenn du was geklaut oder jemanden ermordet hast, kriegst du volles Pfund aufs Maul. Das war eigentlich mal anders gedacht gewesen, beispielsweise der Ruf sollte eine größere Rolle spielen und solche Aktionen hätten eine direkte Auswirkung auf euer Ansehen gehabt, was dann diverse soziale Interaktionen beeinflusst hätte. Ein Überbleibsel der Diebesfunktion bzw. der damit einhergehenden Stealth-Systeme sieht man sogar noch im finalen Spiel. Ihr habt ja bestimmt mal die Fässer gesehen, die es zum Beispiel im alten Lager gibt und absolut nix machen. Das war eigentlich mal ein Teil des gestrichenen Systems. Allgemein haben die Diebeskills im finalen Spiel eigentlich nur noch wenig Nutzen. Ein weiterer Bereich, wo mal mehr geplant war, ist die Weltdynamik.
Ursprünglich sollte es mehr Konflikte zwischen den Lagern geben, etwa durch Quest ausgelöste Veränderungen bei den Einflussbereichen oder beim Besitz von sowas wie Minen. Im fertigen Spiel passieren solche Sachen eher nach einigen wenigen festen Story-Ereignissen. Auch die passend dazu komplexer geplanten NPC-Systeme wurden im Verlauf der Entwicklung angepasst. Eigentlich war mal angedacht gewesen, dass NPCs und Fraktionen deutlich mehr auf einzelne Aktionen des Spielers reagieren, was man teilweise sogar noch in früher Footage sehen kann. Dazu gehören komplexere Reaktionen auf Ruf, Verbrechen, Fraktionen und bestimmten Ereignissen. Das hätte die Welt dynamischer wirken lassen, sorgte aber auch für technische und spielerische Probleme, weil solche Systeme schnell zu ungeplanten Situationen führen können, die Quests oder Abläufe kaputt machen. Daher musste das NPC-Verhalten ordentlich zurückgefahren bzw. mehr geskriptet werden, damit das nicht alles zusammenbricht. Ansonsten wurden aber auch viele Kleinigkeiten geändert oder entfernt. Man konnte zwischenzeitlich Objekte nehmen und werfen, tragbare Rucksäcke und Fortbewegungsmittel waren geplant, da es scheinbar auch ein Gewichtslimit geben sollte. Sprinten war jederzeit möglich, warum auch immer man das geändert hat. Es gab Ingame-Cutscenes, die teilweise auch schon implementiert waren, bevor sie wahrscheinlich auch aus Pacing-Gründen entfernt wurden. Diese hat man zum Beispiel gerade am Anfang für ein geleiteteres Intro mit Diego oder für die Einführung von Orten genutzt. Gebiete wie die verlassene Mine oder ein Teil der Orkstadt sind im finalen Spiel versperrt bzw. ungenutzt. Animation, Quests, Dialoge, Monster, Zaubersprüche, Waffen, Skills etc. wurden immer wieder verändert oder ganz rausgenommen. Eine letzte große Sache, die auch der Schere zum Opfer fiel, damit das alles irgendwie noch was wird, ist der geplante Multiplayer-Modus. Ja, Gothic wurde mal mit der Intention entwickelt, eine Art Koop-Modus zu haben, in dem man gemeinsam die Story erleben konnte. Das hätte aber für zu viele Probleme bei der Handlung und dem Quest-Design gesorgt. Daher wurde das Feature leider gestrichen, vor allem da Piranha Bytes sowieso schon hinterherhing bei der Entwicklung und das Spiel immer wieder verschoben werden musste. Zwar konnten sie ihren Publisher lange Zeit überzeugen, dem Projekt mehr Zeit und Geld zu geben, aber irgendwann hat es ihnen auch mal gereicht. Piranha Bytes wurde das Ultimatum gestellt, das Spiel bis März 2001 fertigzustellen, sonst drohte das Projekt zu scheitern, was dementsprechend leider Crunch für den Entwickler bedeutete. Letztendlich wurde das Spiel von Piranha Bytes und Egmont Interactive unter dem Label Shoebox im März 2001 veröffentlicht und zeigte beim Release seine Probleme bei der Entwicklung. Bugs, eine unausgereifte Steuerung mitsamt schlecht implementierter Mausunterstützung, ein recht leeres Late-Game und hohe Hardware-Anforderungen, die aber auch teils der damals wirklich guten Grafik geschuldet waren. Gothic hatte ja zum Beispiel eine richtig hohe Weitsicht, das muss man ja nur mal mit dem 2002 erschienenen Morrowind vergleichen. Kleiner Fun-Fact, es war sogar mal eine Xbox-Version sowie ein Add-on geplant gewesen, beides wurde allerdings gecancelt, um den Fokus auf Gothic 2 zu legen. Jetzt habe ich zwar viele Probleme und gestrichene Sachen aufgelistet, doch trotz all dieser Probleme entstand ein Rollenspiel, das wirklich bahnbrechend war. Ja, viele Systeme mussten zwar runtergefahren werden, trotzdem wirkte die Spielwelt super lebendig. NPCs hatten einen Tagesablauf, die Atmosphäre war rau, düster und hatte diesen Ruhrpott-Charme. Die Rollenspielelemente selbst waren durch das Lernpunktesystem richtig motivierend und die Quests selbst waren toll designt, was selbstverständlich auch an den richtig guten Dialogen lag. Gerade wegen den Charakteren, den Designs, die Mechaniken und die Art und Weise, wie die Spielwelt präsentiert wird, kann man, wie ich finde, schon sagen, kein Spiel ist wie Gothic und war vor allem bei seinem Erscheinen einzigartig. Es entstand ein Rollenspiel, das gerade bei der Atmosphäre unvergleichlich ist und nicht umsonst von Fans bis heute als eines der besten PC-RPGs gehandhabt wird. Gothic war zwar international kein wirklicher Erfolg, weswegen sich Piranha Bytes mit JoWood auch einen neuen Publisher suchen musste, aber gerade in Deutschland oder auch Polen, wo es übrigens von CD Projekt übersetzt wurde, war das Spiel sehr beliebt, weswegen mehr aus der Marke gemacht werden sollte. Nach der Veröffentlichung wurde das Team in zwei geteilt, um zum einen an einem nie veröffentlichten Add-on zu arbeiten, zum anderen aber auch um einen Nachfolger zu produzieren, der anfänglich noch den Arbeitstitel Gothic Sequel trug. Das Spiel hat aber nichts mit dem veröffentlichten Gothic 2 zu tun, sondern sollte nach dem Ende weiterhin im Minental spielen. Auch hier wurde der namenlose Held wie am Anfang vom zweiten Teil zu Xardas teleportiert, der aber seinen Turm immer noch in der Strafkolonie hatte. Dort hättet ihr es mit einer Agentin namens Tora zu tun bekommen, welche das alte Lager auskundschaften sollte. Diego hätte nach dem Fall der Barriere die dortige Führung übernommen, da Gomez von Trümmern verschüttet worden wäre. Generell hättet ihr euch hauptsächlich mit den Konsequenzen nach dem Fall der Barriere auseinandersetzen müssen, Dämonen streiften durch das ganze Tal und eine Krankheit hätte sich breit gemacht, die vor allem Leute im alten Lager infiziert hätte. Soweit bekannt war das erste und Teile des zweiten Kapitels bereits fertig, bevor ein erneuter Umbruch kam. Publisher und Entwickler waren nicht so wirklich zufrieden mit der Richtung, so wurde das Add-on eingestellt und Gothic 2 neu gestartet, womit es zu dem Sequel wurde, wie wir es jetzt kennen.
Allerdings wurden einige Konzepte mit übernommen oder passend umgeändert, schließlich ist das veränderte Miental und die dortigen Geschehnisse auch im Nachfolger ein großes Thema. Obwohl es Piranha Bytes heute leider nicht mehr gibt und viele der damaligen Entwickler woanders untergekommen sind, bleibt der erste Teil sowie Gothic 2 und bei manchen auch 3 bis heute unter Fans beliebt. Einen vierten Teil hat es ja übrigens, wie wir alle wissen, nie gegeben. Daher freue ich mich persönlich immer noch riesig darüber, dass jetzt mit dem Remake eine treue Neuauflage des Spiels erschienen ist, das hoffentlich dazu führen wird, dass jetzt mehr mit der Reihe gemacht wird. Denn Gothic gehört für mich bis heute zu meinen persönlichen Lieblingsrollenspielen aller Zeiten. Aber damit sind wir auch schon zum Ende dieses kleinen Entstehungsvideos gekommen. An der Stelle könnt ihr mir sehr gerne sagen, was denn so eure Verbindung mit der Reihe ist und ob ihr was aus diesem Video mitnehmen könnt. Oder habt ihr vielleicht sogar Ergänzungen? Lasst es mich gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Like sowie ein Abo für den Support da. Das würde mich wirklich freuen. Vielen lieben Dank. Auf meinem Kanal findet ihr noch weitere Entstehungs- und Trivia-Videos, Livestreams, Spielebesprechungen und mehr. Folgt mir auch gerne auf Instagram sowie Twitch, die Links sind in der Beschreibung. Aber das war's an der Stelle von mir. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, habt einen wunderschönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.